Hallo, heute geht es um Steuersünder und die Jagd auf sie. Hintergrund dazu ist, dass erst Ende Juni 2023 das Land Hessen für eine sechsstellige Summe 3,8 Terabyte an Daten, die sogenannten Pandora Papers, gekauft hat. Und Hessen soll jetzt zentral für ganz Deutschland diese Papiere auswerten, mit dem Ziel, Steuerhinterziehern auf die Schliche zu kommen und Steuern nachträglich einzuziehen. Sebastian, führ uns mal kurz in das Thema ein. Genau, also letztlich sind ja diese Pandora Papers hier der letzte Leak in einer Reihe von Leaks. Es wird ja schon seit 10 Jahren geleakt. Ja, wir haben ja alles Mögliche, die Offshore-Leaks, die Malta-Leaks, die Panama-Leaks, dieses und jenes, ja. Und jetzt Pandora sind jetzt eigentlich schon die relativ alte Leaks auch wieder. Also das Ganze ist jetzt ja ungefähr 2 Jahre alt. Mir ist auch nicht hundertprozentig klar, was jetzt hier genau das Land Hessen noch erreichen will, denn die Daten sind ja ohnehin schon mehr oder weniger an Journalisten alle übergeben oder vielleicht auch nicht. Vielleicht wurden ja hier tatsächlich neue Daten gekauft. Es kann auch jeder prüfen, ob er in diesen Daten auftaucht. Das schauen wir uns gleich mal an, wenn wir demonstrieren. Ja. Also ich bin jetzt nicht hundertprozentig klar, erstens, warum erst jetzt diese Daten gekauft werden, welche Daten genau gekauft werden, die noch nicht öffentlich sind. Ob das jetzt hier alles nur eigentlich eine PR-Maßnahme ist oder was genau dahinter ist. Aber im Grunde genommen, um was es hier bei den Pandora Papers geht, es wurden wieder mal Daten geklaut bei Anwaltskanzleien und Steuerberatungskanzleien. Diesmal hier geht es jetzt also um Kanzleien auf Bermuda, die dort vor allen Dingen tätig waren. Sind sehr viele Prominente hier involviert. Man hat ja schon in der Presse hinlänglich dazu gelesen, Shakira oder auch Tony Blair und alle möglichen anderen bekannten und populären Politiker. Also dadurch haben sich die Pandora Papers vor allen Dingen ausgezeichnet. Allerdings haben alle diese Personen, zumindest die meisten, soweit man weiß, hier legal gehandelt. Es kam jetzt relativ wenig strafrechtliche Konsequenzen ans Tageslicht, die sich hier für eine Person ergeben hätten. Aber wer weiß, was jetzt kommt, wenn das Land Hessen sich jetzt dann nochmal tief reinkniet in diesen Morast. Die sind vielleicht fähiger in der Suche nach Steuersündern als andere. Jetzt Michael Boddenberg, Finanzminister des Landes Hessen, spricht jetzt schon von Hinweisen, dass es prüfungswürdige Fälle gibt. Was stellst du denn da darunter vor? Naja, also wie gesagt, jeder kann die Daten online durchsuchen. Ist also nicht besonders schwer. Wir werden das nachher mal machen. Kann also jetzt jeder einen Namen eingeben. Und ich meine, wenn da jetzt irgendein Name von irgendeinem Promi auftaucht, dann kann ich ja sofort sagen, er ist prüfungswürdig. Ja, also wie gesagt, das ist wieder so eine der Aussage von einem Politiker. Also ja, ich kann mir nicht vorstellen, was damit genau gemeint ist. Aber was sind dann die nächsten Schritte, die du erwarten würdest? Die Daten sind ja schon mehr oder weniger öffentlich. Es war schon eine breite öffentliche Diskussion im Gange. Es wurde schon im Detail beschrieben, was besonders Prominente hier für Dinge getan haben. Was weiß ich, Provisionen einkassiert, irgendwie Immobilien steuergünstig gekauft, verkauft und so weiter. Es ist jetzt wirklich die Frage halt, was jetzt hier über wen noch ans Tageslicht kommt. Ich gehe davon also aus, dass jetzt die hessische Regierung Zugang zu Daten hat, die noch nicht an die Journalisten so zur Verfügung gestellt wurde. Ja? Und jetzt wird man halt dort die Namen dann durchgehen. Dann wird man sehen, was da für Firmen gegründet wurden, offshore oder sonst irgendwo anders. Und dann wird sich eben herausstellen, ob diese Leute legal diese Firmen strukturiert haben, was ja oftmals der Fall ist. Ja, also ich meine, man hat natürlich Meldepflichten, da haben wir auch schon hinlänglich drüber gesprochen. Aber unter der Annahme, dass ich jetzt zum Beispiel eine Villa auf den Bahamas kaufe und ich verwende dafür eine Offshore-Firma in den Bahamas und dann deklariere ich ans Finanzamt, dass ich mir diese Villa gekauft habe über dieses Vehikel, damit es dann einfacher wird, lokal. Ich meine, ich gründe ja auch eine deutsche GmbH, vielfach um Immobilienvermögen in Deutschland zu halten, so nach dem Motto. Dann wird sich daraus kein Problem ergeben. Habe ich natürlich es nicht gemeldet und darüber illegal letztlich hier Einkünfte erzielt und die Steuern nicht bezahlt,
Ja, dann sieht es dann halt zappenduster aus, wie man sagt, ja. Ja, nun, jetzt ist es nicht das erste Mal, dass Hessen so federführend ist, was die Auswertung sensibler Daten angeht. Es war genau das Gleiche schon damals mit den Panama Papers. Kannst du uns so ein bisschen erzählen, was sich damals vorgetragen hat und was die Konsequenzen daraus waren? Ja, bei den Panama Papers ging es ja damals um die Kanzlei Mossack Fonseca in Panama. Die haben ja tatsächlich Zehntausende panamesische Firmen und andere Offshore-Firmen gegründet. Das hatte nun weitreichende Konsequenzen, diese Enthüllungen. 2016 kam es dazu, die Regierungen in Island, Pakistan und Malta sind daran zerbrochen. Alle möglichen Prominenten sind hier verhaftet worden. Die deutschen Behörden haben 1 Million € an Strafgeld und Steuerforderungen weltweit eingenommen, 160 Millionen davon in Deutschland. Also die Konsequenzen der Panama Papers waren ganz erheblich. Da hofft man sich natürlich hier ähnliche Erlöse aus den Pandora Papers. Wobei meiner Meinung nach ist die betroffene Kanzlei, um die es hier ging, einfach eine andere Kanzlei. Also Mossack Fonseca, die haben, glaube ich, für jeden irgendwie einfach solche Panama-Klitschen da zusammengebaut. Während ich glaube, und man sieht es ja schon am Klientel hier auch, die hier jetzt betroffen sind und über die jetzt hier enthüllt wurde, also Claudia Schiffer war dabei, Tony Blair war dabei. Interessant, Shakira war natürlich auch dabei, die steht ja in Spanien gerade vor Gericht. Aber mehr oder weniger alles legale Strukturen, ja, in den Bundesländern, wo sich diese Personen befinden. Also ich bin mal gespannt. Es würde mich interessieren, was hier genau sich Hessen davon verspricht. Aber wie gesagt, vielleicht haben die mehr Informationen als wir. Sebastian, warum ist das denn so interessant, dieses Thema für dich und deine Kanzlei und vor allen Dingen für deine Mandanten? Wir haben natürlich bisher eigentlich keine Mandanten gehabt, die jetzt hier in irgendeiner Weise negativ von solchen Enthüllungen in den letzten 10 Jahren betroffen gewesen wären, weil wir natürlich immer Mandanten sagen, dass sie, wenn sie in Deutschland wohnen oder in einem ähnlichen Land wohnen, ähnliche Strukturen gar nicht bauen können. Denn damit sind sie automatisch schon in einem gefährlichen Fahrwasser. Wir raten jedem, ins Ausland umzuziehen, in Ländern, wo solche Strukturen eben legal sind. Also ganz klar eben gesehen, Tony Blair, ehemaliger Premierminister, wohnt in UK, konnte komplett legal eine solche Struktur gründen. Es gibt dort in UK keine Meldepflicht für ausländische Gesellschaften. Er hat keine Steuern hinterzogen. Also es war alles komplett legal. Also davon muss man sich was abschauen, im Grunde genommen. Ja, also wenn man solche Dinge macht, dann muss man in einem Land leben, wo man eben legal hier operieren kann. Man darf auf keinen Fall in einem Land leben wie Deutschland, wo man sich dann hier in der Illegalität oder am Rande der Illegalität befindet. Insofern, das entspricht also voll, sage ich mal, dem Credo, was wir haben und dem Motto, was wir haben. Man sollte nicht sich Sorgen machen müssen um solche Enthüllungen, die dann wie ein mögliches Damoklesschwert hier über einem hängen. Man sollte sich so verhalten, man sollte ins Ausland umziehen, damit es funktioniert, und dann braucht man sich da keine Sorgen zu machen. Wie kannst du deine Mandanten bei der Steueroptimierung unterstützen? Wir helfen natürlich laufend Mandanten hier Steuern zu optimieren, aber eben legal. Also das heißt im Wesentlichen durch den Umzug ins steuergünstige Ausland. Da gibt es viele Länder, angefangen bei Europa, bei der Europäischen Union, in Übersee und sonst wo. Also hier gibt es viele legale Optionen. Hier muss man nicht tatsächlich sich illegal verhalten. Man muss eben bereit sein, die Heimat zu verlassen. Manche fällt es so schwer, denen ist der Stammtisch so wichtig, dass sie das nicht machen können. Gut, dann muss man halt einen Preis dafür bezahlen. Super, Sebastian, wir haben davon gesprochen, dass man diese Papiere auch einsehen kann. Willst du uns das mal kurz vorführen? Ich glaube, da gibt es einen Link und den können wir vielleicht auch in die Shownotes tun. Aber kannst du das vielleicht uns mal kurz zeigen? Genau, das werden wir jetzt mal hier machen. Ich werde jetzt mal hier meinen Screen teilen. Und ich habe jetzt hier schon die entsprechende Datenbank von diesem Journalistenprojekt eben offen. So, also jeder kann dorthin gehen. Und hier sind, wie gesagt, sämtliche Leaks mehr oder weniger erfasst. Pandora Papers, Paradise Papers, Bahamas Leaks, Panama Papers und Offshore Leaks. Also das heißt, ich rate jedem, dort schon mal nachzuschauen. So, ich gebe jetzt mal einfach meinen Nachnamen ein. So, und jetzt kommen wir mal nach unten. So, und da kann man jetzt schon sehen, und da tauche ich hier auf.
Hier ist mein Bruder. Ja. Und ich kann jetzt hier draufklicken. So, und dann kann ich sehen, wo war dieser Leak, wo war mein Name drin, in den Paradise Papers. Kommt hier aus dem Handelsregister in Malta. Okay, gut, natürlich. Nicht weiterlich verwunderlich, ich habe ja in Malta gewohnt, habe dort mitgearbeitet in unserer Kanzlei dort, habe natürlich da Firmen gegründet und so weiter. Ja, das taucht jetzt hier alles auf. Also jetzt in meinem Fall sind natürlich die Daten nicht weiter problematisch. Hier kann ich dann bestimmte Adressen sehen. Hier kann ich jetzt sehen, welche Gesellschaften hier betroffen sind. Also in den Pandora Papers, wie gesagt, da tauche ich jetzt nicht auf, wüsste ich ja nicht warum. Ich habe leider nicht die gleichen Anwälte wie Tony Blair. Ja. Und hier, wie gesagt, also nochmal, also diese Information jetzt, das ist schlicht und ergreifend das ohnehin öffentliche Handelsregister in Malta. Ja. Also wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen geheimen Papieren, die hier tatsächlich von irgendeiner Anwaltskanzlei kommen, sondern das öffentliche Handelsregister in Malta. Ich würde jedem raten, entsprechend hier natürlich auch mal seinen Namen zu suchen und dann mal einfach abzuwarten, ob er hier auftaucht oder nicht. Und wenn er auftaucht da drin, dann muss man sich natürlich überlegen, was man dann macht. Ja, also gibt es hier irgendwas, was man nicht den Finanzbehörden gegenüber gemeldet hat? Muss man möglicherweise eine Selbstanzeige machen? Das sind alles Dinge, die man dann mit seinem Anwalt oder Steuerberater besprechen muss. Gegebenenfalls hilft es natürlich, wenn man im Ausland bereits wohnt. Normalerweise lassen sich solche Verhandlungen mit dem Finanzamt oder der deutschen Justiz besser führen, wenn man jetzt nicht noch hier in Deutschland wohnt. Also das sind eben alles Dinge, die man sich dann überlegen muss. Hier muss man seine Optionen bedenken. Hier muss man sich informieren. Hier muss man sich beraten lassen. Super. Sebastian, vielen, vielen Dank für diese ganzen Informationen. Danke dir. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.